Antifas. Brutale Extremisten, sagen die einen, mutige Aktivistinnen, die sich gegen den Faschismus einsetzen, sagen die anderen. Schlechtes Image, Extremismusvorwurf und Medien, die die Realität nur verkürzt darstellen. Woher kommt die Antifa? Was sind ihre Beweggründe und wie sehen ihre Aktivitäten wirklich aus? Wir haben uns die Geschichte und die Gegenwart der Bewegung einmal genauer angesehen. The violence and vandalism is being led by Antifa. Man müsste froh sein, dass es eine Antifa gibt. Und wieso haben die ausgerechnet ein Antifa-Video als Beleg genommen? Die Parole lautet: Schlagt die Faschisten, wo ihr sie trefft. Ruft euch zur antifaschistischen Aktion auf. Die Geschichte der Antifa beginnt mit dem Aufkommen dessen, was sie zu bekämpfen versucht, dem Faschismus. In den 20er bis 30er Jahren starten paramilitärische Gruppen wie die SA ihre Überfälle auf politisch Andersdenkende. Infolgedessen entstehen die ersten Antifa-Aktivitäten in Deutschland. Über die Geburtsstunde der antifaschistischen Aktion sowie über ihre schockierende Schwäche zu Beginn des 20. Jahrhunderts haben wir mit Dr. Marcel Bois gesprochen. Er ist Hamburger Historiker und forscht zu dem Themenschwerpunkt Widerstand gegen Hitler. Genau, man muss sich die Situation Anfang der 30er Jahre in Deutschland so vorstellen: Es gibt zwei große Arbeiterparteien, die Sozialdemokratie und eben die Kommunistische Partei, die beide erkennen, was für eine Gefahr von den Faschisten ausgeht. Die Sozialdemokratie deutlicher, als es die Kommunisten tun. Deswegen gibt es auch den berühmten Satz der KPD: Nach Hitler kommen wir, weil sie gedacht haben, dass das sozusagen sich schnell erledigen würde. Gleichzeitig waren die Kommunisten diejenigen, die am konfrontativsten gegen die Nationalsozialisten vorgegangen sind. Also es gab Saalschlachten, es gab Auseinandersetzungen auf der Straße. Aber es gab dann eben auch Auseinandersetzungen darüber, über den Weg, wie kann man die Nationalsozialisten stoppen. Das Label antifaschistische Aktion ist sozusagen Teil dieser Strategie der KPD der frühen 30er Jahre, Ablehnung der Sozialdemokratie, aber teilweise gibt es einen Ansatz, der nannte sich Einheitsfront von unten. Also man macht Bündnisse, aber nur mit den Basismitgliedern der Sozialdemokratie. Also man hat ihnen gesagt, wenn ihr sozusagen euch gegen eure eigene Führung wendet, dann arbeiten wir auch mit euch zusammen, was natürlich kein besonders erfolgsversprechender Ansatz war. Und in diesem Kontext ist das Label antifaschistische Aktion entstanden. Die Kommunistische Partei Deutschlands ruft euch zur antifaschistischen Aktion auf. Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaftsmitglieder, eure Führer reden auch von der Einheitsfront, aber sie sind Gegner der antifaschistischen Aktion, weil sie nicht den revolutionären Massenkampf wollen, mit dem allein die Papenregierung unter Hitlerfaschismus geschlagen werden kann. In dem Moment, wo die Nazis dann an die Macht kommen, also nach dem 30. Januar 1933, gibt es die Erwartung von großen Teilen der Arbeiterbewegung, dass die Parteien an dem Tag, wo Hitler an die Macht kommt, zum Widerstand aufrufen, dass sie aktiv werden. Aber da passiert im Prinzip nichts. Also es gibt natürlich kleinere Demonstrationen, aber im Prinzip versandet das. Die Kommunisten, die die Gefahr unterschätzt haben, machen einfach so weiter wie bisher, stellen sich auf den Marktplatz, verteilen Flugblätter und werden einfach festgenommen. Also die haben in den ersten Monaten des NS-Regimes einen relativ hohen Blutzoll zu zahlen. Diejenigen, die die Gefahr erkannt haben, die haben sich sehr früh eben auf die illegale Arbeit vorbereitet. Das bedeutet natürlich, dass ein Teil von ihnen ins Exil geht, dass man Auslandsleitungen aufbaut und diejenigen, die zu Hause bleiben, tatsächlich sich in Kleingruppen organisieren, wo eben nur einzelne Personen Kontakt zur nächsten Kleingruppe haben, damit, wenn eine Gruppe auffliegt, eben nicht sozusagen das ganze Netz auffliegt. Da hört dann aber natürlich auch die Konfrontation auf der Straße auf. Diese Gruppen machen natürlich dann konspirative Arbeit, indem sie Flugblätter verteilen, indem sie Sachen über die Grenze schmuggeln, indem sie verfolgten Leuten helfen. Das ist dann die Arbeit, die nach dem Januar 1933 losgeht. Wenn man sich fragt, warum die deutsche Arbeiterbewegung, also die größte Arbeiterbewegung der Welt, relativ
unerfolgreich war in ihrer Auseinandersetzung mit den Nationalsozialisten, muss man, glaube ich, auf die beiden großen Strömungen dieser Arbeiterbewegung gucken und sozusagen auf zwei Tendenzen da drin. Nämlich auf der einen Seite der sozialdemokratische Antikommunismus, der eben von Seiten der Parteiführung verhindert hat, dass es gemeinsame Aktivitäten gab. Und auf der anderen Seite eben der Stalinismus, der die Politik der KPD in Deutschland massiv beeinflusst hat und eben auch jegliches Bündnis mit Sozialdemokraten am Ende der Weimarer Republik verhindert hat. Und das Interessante ist, dass im Prinzip diese beiden Elemente nach dem Zweiten Weltkrieg wieder auftauchen. In der Bundesrepublik eben ein starker Antikommunismus, der auch von der Sozialdemokratie getragen wird, der dazu führt, dass kommunistische Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfer sozusagen in eine zweite Illegalität gehen müssen, weil ihre Partei verboten wird. Und auf der anderen Seite in der DDR führt es dazu, dass es nur eine sehr bestimmte Form des Antifaschismus gibt, nämlich den kommunistischen Antifaschismus, der hochgehalten wird. Der sozialdemokratische, der bürgerliche Antifaschismus wird ausgeblendet und viele Akteure werden eben auch in den frühen 50er Jahren dann verfolgt und müssen sozusagen das Land verlassen. Also das sind sozusagen diese beiden großen Linien, die meines Erachtens dazu beigetragen haben, dass die deutsche Arbeiterbewegung trotz ihrer Stärke so schlecht dastand. Die Organisierung in kleinen clandestinen Gruppen war für die Antifaschistinnen zu Zeiten des Nationalsozialismus also überlebensnotwendig. Erst mit dem Aufgreifen des Labels antifaschistische Aktion in den 70ern kam es zu einer Organisierung der Antifa-Gruppen, wie wir sie heute kennen. In den 90ern hatte die antifaschistische Aktion in Deutschland schließlich ihren unbestrittenen Höhepunkt und zählte einige 10.000 Aktivistinnen. Über diese Zeit sprachen wir mit Yves Müller. Er forscht zu den Themen Rechtsextremismus und antifaschistischer Gegenwehr. Die Auseinandersetzungen Anfang der 90er Jahre, gerade in den neuen Bundesländern, sind von Gewalt geprägt. Die Neonazis versuchen, eine Hegemonie auf der Straße zu erlangen und begegnen dabei eben alternativen jugendlichen Punks, die in Reaktion auf diese Gewalt versuchen, sich zu organisieren. Und sie tun das oftmals eben in antifaschistischen Strukturen, gründen Antifa-Jugendgruppen, ob das jetzt in Meiningen oder Plauen ist, und versuchen auch ihre Zentren, die wenigen besetzten Häuser, die es nach 1990 gibt, eben auch zu schützen. Und das nennen sie dann antifaschistischer Selbstschutz und legen dabei auch eine Militanz an den Tag, die uns heute oftmals eher befremden würde, die aber eben die Realität Anfang der 90er Jahre auch prägt. Sich in den 90er Jahren zu Antifa zugehörig zu fühlen, heißt schon auch, sich quasi 24/7 dafür auch einzusetzen. Und das heißt dann eben auch, wenn da gerade rassistische Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen von sich gehen, dass man sich einfach ins Auto setzt, von Hamburg oder Berlin in einem Konvoi, dann eben nach Rostock fährt und sich dort eben den Nazis, die gerade versuchen, eben da ein Haus mit Menschen drin abzufackeln, sich dem halt auch entgegenzustellen und ja, die eigene Gesundheit am Ende auch zu riskieren. Die Faschisten hier und die Bürger, die 1000, 2000, ich weiß nicht wie viele 1000 Bürger, die hier wohnen, die zugeschaut haben und geklatscht haben und applaudiert, wenn die Steine gegen das Ausländerheim flogen, wenn die Mollys flogen. Die sitzen jetzt warm in ihrem Bett und die sind morgen Abend wieder hier. Da muss man sagen, dass die in den 90ern einfach tatsächlich auch viele nicht besonders zimperlich waren, sowohl mit dem politischen Gegner als auch letztlich mit sich selbst. In der Öffentlichkeit wird Antifa als ein sehr kontroverses Thema aktuell wahrgenommen. Es gibt auf der einen Seite diejenigen, die Antifa und Antifaschismus als Teil auch ihres politischen Selbstverständnisses verstehen und Antifa als Bestandteil der Zivilgesellschaft gegen rechts begreifen. Und es gibt diejenigen, die in Antifa eben kriminelle Vereinigungen sehen bis hin zum Terrorismus, die eben nur den Gewaltakten
Anteil von antifaschistischer Politik sehen. Antifa ist keine Organisation im herkömmlichen Sinne. Jeder kann letztlich sich als zugehörig zur Antifa begreifen. Es sind sehr lose Zusammenschlüsse, aber auch feste clandestine Gruppen. Es gibt natürlich auch migrantische Antifa-Gruppen, die Antifa Genschlik. Es gibt ebenso Fantifa-Gruppen, also feministische bzw. Frauen-Antifa-Gruppen, die ganz stark den Macker-Habitus und diese Pseudomilitanz gerade auf Demonstrationen von der Antifa eben auch kritisieren, die auch sexualisierte Gewalt innerhalb der Szene ansprechen und dagegen vorgehen wollen. Ansonsten muss man sagen, dass Antifa eine sehr heterogene Szene sich hier gebildet hat, die in Großstädten aktiv ist, die in Jugendgruppen aktiv ist. Da werden Konzerte veranstaltet, da werden Demonstrationen veranstaltet und der geringste Anteil ist eben die Militanz- oder Gewaltfrage, die natürlich auch sehr kontrovers diskutiert wird, aber die Realität von antifaschistischer Politik ist in der Regel sehr viel banaler und harmloser. Da geht es um Recherchearbeit zu örtlichen Neonazi-Strukturen und auch um Bündnispolitik mit Parteien, auch mit Kirchen, um eben eine breitere gesellschaftliche Wirkung zu entfalten. Aber natürlich gibt es die Antifa nicht nur in Deutschland, sondern überall dort, wo faschistische Strömungen wieder erstarken. Wir haben deswegen mit Emily gesprochen, die seit vielen Jahren Teil einer antifaschistischen und antirassistischen Gruppierung in den USA ist. Yeah, I think in the United States, the anti-fascist movement really got a lot of energy starting in 2016. There was a series of rallies in California mostly, and this was all linked to the upcoming US presidential election. The culmination of this was Unite the Right in Charlottesville in 2017, and that was the moment that sort of shocked the world. That was where multiple anti-fascist and anti-racist coalitions came and clashed openly in the streets of Charlottesville, Virginia, with right-wing groups and organizations. In the United States, we have a paramilitary movement that is allowed to operate openly. At these rallies are men with guns, heavily armed. You might, if you didn't know any better, you might think that they were soldiers or policemen, but they're not. That changes the tenor and the danger and the risk levels of protests dramatically. Anti-fascists in the United States predominantly focus on opposing fascists and neo-Nazis and white power groups and things like that. I think that what we're seeing now is more of a change to fascism as a state action and a state political orientation, where there is more opposition to the state and to the police. It was really in sort of the last third or last quarter of the 20th century that anti-fascism sort of fell out of favor in the United States, and it became an anti-racist movement. And the first modern movement, so there were anti-fascist coalitions that formed in the Northeast and in the Northwest in the United States, but it was anti-racist action that really formed the first regional or national network of what we would now recognize as anti-fascism in America. But at times there are tensions, because the anti-fascist movement also frames itself as anti-state and anti-capitalistic now. And this sometimes gets perceived as distracting from the message of Black Lives Matter. There's also a large segment of Black Lives Matter that is looking and saying the anti-fascism movement is predominantly white. It's not entirely white, but it is the faces and the figures of it are overwhelmingly white. And this is not your fight. You should not be taking the lead. On the left in the United States, it's this battle back and forth between at what point does a movement become something bigger, and who has a right to a grievance within the context. Donald Trump has been pushing to designate Antifa a terrorist organization in the United States for quite some time. And he does this to try to drum up support for his poll numbers and and in an attempt to get more people on his side, because the media paints anti-fascism in a very bad light. They see anti-fascism as violence in the streets, and to some extent it is. But
to other extents, it is a much broader movement that involves digital privacy and community aid and mutual aid. It involves warning people of Nazis in their communities. It involves supporting people who are homeless or who are being evicted, or it's many faceted. But because the American media cycle is so short and so attention driven, all we see is violence in the streets. And this is a constant point of contention between the sort of more centrist, larger body politic in the United States, the liberals and the Democratic Party, and the left wing, where it's like, no, you need to resist this idea that we should be designating organizations as domestic terror organizations. You need to resist this because that is going to lead to a criminalization of dissent. It is going to lead to further state repression, and it is going to result in more fascism in America. That's part of the challenge that we have, is how do we get good media coverage of left-wing movements in all what we do. Die Geschichte der Antifa? Es ist eine Geschichte ihrer Notwendigkeit. Immer dann, wenn autoritäre und menschenverachtende Strömungen wieder salonfähig werden, gibt es Menschen, die sich ihnen in den Weg stellen. Und egal, ob Antifas als extremistisch diffamiert werden oder der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes die Gemeinnützigkeit aberkannt wird. Antifa wird immer kämpferisch sein, solange eine Gesellschaft ohne Faschismus nicht selbstverständlich ist.